Ich habe hier eine Leinwand gefunden, die stand in der Ecke und hier ist die schmutzig, da ist sogar ein Loch drin und deswegen will ich die heute trotzdem benutzen und dir zeigen, wie du die trotzdem eben auch nehmen kannst. Und weil es gerade Weihnachtszeit ist, habe ich hier natürlich das Goldpapier den ganzen Sommer über gesammelt und das werden wir heute benutzen. Ja, ein bisschen fliegen lassen, ein bisschen Gold fliegen lassen, das passt einfach ganz gut gerade, finde ich. Und das möchte ich hier unten hinlegen, das kommt auf jeden Fall da hoch. Und dann habe ich das Loch nämlich einfach dazu und gut ist. Und das andere werde ich dann hier unten verteilen. Ich nehme einfach wieder meine Spachtelmasse und gebe die hier drauf. Die ist fest angemischt, also viel Material genommen, nicht zu nass angemischt, also schön stabil, sage ich mal. Und dann klebt das gut, auch eben die Folie klebt damit gut. Und dann kann man die eben auch genau gut dafür verwenden. Ein bisschen randrücken und dann passt das schon. Die Masse auftragen finde ich immer ganz schön, damit kann man sich schon so ein bisschen mit der Fläche auseinandersetzen und ja auch mit dem Thema, was ich hier auf die Leinwand bringen will. Und das ist eben das ist unsere Community hier. Die will ich heute darstellen als kleines Dankeschön für das ganze Jahr, was wir hier zusammen verbracht haben. Und ja, ihr scheint so schön, ihr tragt das hier auch mit. Also schön, dass ihr alle hier seid. Das Bild ist für uns, für unsere Gemeinschaft. So, das könnte jetzt erstmal so bleiben. Also gefällt mir schon ganz gut, das funkelt schon so schön, schau mal. Also das ist so ein Highlight am Boden, der soll so ein bisschen das Bild tragen. Ich habe auch richtig Lust zum Malen und ein bisschen Farbe schmeißen. Und deswegen, ich male hier gleich weiter. Also gucken wir einfach mal, was jetzt so kommt. So, genug gerührt, rauf da, einfach rauf da. Man will gar nicht. Doch nicht genug Wasser, hätte ich mal doch noch was dazu machen sollen. Aber ach, das passt schon. So, hier brauche ich noch ein bisschen Wasser, weil die ist echt ziemlich dick, die Farbe, da läuft sonst gar nichts. Und dann gebe ich die einfach auch nochmal dazu. Einfach raufhauen. Na komm, dicker Klecks, auch egal. Also du siehst, ich mache mir jetzt auch nicht die Mühe, ist wie es ist. Und jetzt streichen wir einfach mal rüber mit dem schönen Fensterwischer und tauchen ab in die Farbwelt. Und jetzt merke ich gerade, die Leinwand hat sich auch verzogen. Aber auch das ist gar nicht schlimm. Auch die Leinwand kann ich nochmal benutzen. Einfach rauf da, egal welche Stimmung du jetzt hast. Das macht auf jeden Fall wach und kannst dir so deine Energie raushauen. Ja, und dann die Farbe einfach verwischen, ruhig über das Gold jetzt einfach rüber. Das brauchen wir nämlich nicht alles. Und das wackelt hier. So, das Werk wird jetzt ein Dankeschön an euch allen. Ich skizziere euch jetzt hier alle auf die Leinwand, denn irgendwie seid ihr sowieso das ganze Jahr über dabei und ich freue mich so sehr, dass ihr euch so toll beteiligt im Chat, in den Kommentaren, immer wieder was reinschreibt und ja, wir hierüber so eine tolle Gemeinschaft geworden sind und
das ist auch so das, was ich mir, also nee, eigentlich kann ich es gar nicht sagen. Ich habe mir das gar nicht gewünscht, ehrlich gesagt. Habe ich damit gar nicht gerechnet. Ich glaube, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass sowas Fantastisches entstehen kann. Und jetzt seid ihr alle da und ich freue mich so. Ja, das glitzert schon ganz schön hier und das Gold ist so ein bisschen durchgekommen. Und wie mache ich jetzt weiter? Ich fange erstmal langsam an. Erstmal so langsam modelliere ich euch jetzt hier so ein bisschen raus. Weil ihr seid sowieso immer da. Also es ist wirklich so, dass wenn ich hier auch die Videos mache, dann höre ich euch schon. Oh, das Grün ist gut. Oder, ah nein, warum hast du denn das jetzt übergemalt? Und so höre ich schon eure Stimmen. Muss manchmal ja auch lachen tatsächlich. Also ich freue mich einfach. Mit den Fingern kann man hier wunderbar die Farbe einfach ein bisschen weiter wischen und so werden die Übergänge auch schön weich. Ja, hier habe ich schon so Türkis reingegeben, um das auszuprobieren. Und jetzt werde ich hier nochmal so ein Blau nachziehen. Ich glaube, Blau passt besser als Türkis. Ich hatte eben ein bisschen probiert, aber ich habe mich jetzt doch zu Blau entschieden. Blau ist ein schöner Kontrast einfach. Es hat jetzt auch was voll Meditatives. Ich kann jetzt hier auch sehr abtauchen und mir ganz viel Zeit geben und lassen. Und das ist auch schön. Das passt auch gut zu der Zeit. Einfach ein bisschen runtertauchen, abtauchen, aber trotzdem so auch die bunten Farben zu verwenden. Das so ein bisschen Wärme bringt und Leuchtkraft bringt und wir hier so ein bisschen zusammenrücken. Das finde ich ganz schön gerade. Ja, hier scheint gerade ein bisschen die Sonne sogar und das verändert die Farben ja auch und die Stimmung verändert das. Ich finde, das spielt da auch immer ganz gut mit rein. Wie ist man drauf? An einem anderen Tag hätte ich vielleicht ganz andere Farben genommen, vielleicht ein anderes Thema gewählt. Und so ist das mit den Stimmungen. Das ist auch Inhalt des neuen Buches, was ich geschrieben habe und was jetzt nächstes Jahr rauskommen wird. Also vielen Dank schon jetzt für eure Vorbestellung. Ihr habt das schon gemacht. Ich freue mich voll, dass ihr so hinter meiner Arbeit steht. Also vielen, vielen Dank. Finde ich immer sehr motivierend.
Ich habe es gleich in den Rahmen gesetzt und ja, der ging so oft auf Reisen das Jahr. Also vielen Dank für eure Bestellungen. Ich freue mich so sehr, dass ihr mich hier unterstützt und auch die Drucke für euer Zuhause bestellt. Und das sind wir jetzt, das ist unser Ateliercafé hier. Jeden Sonntag stehen wir hier gemeinsam und malen. Ihr seid immer irgendwie dabei. Und das hat das Ganze hier so besonders gemacht. Und ja, einfach toll, dass ihr da seid. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Ich weiß es nicht. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung für das ganze Jahr über. Danke für eure Kommentare, dass ihr euch bemerkbar macht, dass ich weiß, ah Mensch, ja, da ist jemand. Toll, ich freue mich, dass wir hier zusammen das Ganze aufgebaut haben, dass ihr mich hier unterstützt, das Ganze so lebendig macht, so wertschätzend und liebevoll. Also vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und rückt ein bisschen zusammen. Macht's gut. Tschüss. Der Keilrahmen hatte sich ein bisschen verzogen und dann ja, muss man eben gucken, nehme ich den, weil wenn du den an die Wand hängen willst, dann hängt er eben nicht schief, also hängt er nachher schief statt gerade. Und in einem Schattenfugenrahmen geschraubt kann das natürlich ein bisschen ranziehen. Da muss man eben ausprobieren und gucken, ob das funktioniert. Aber meistens geht das dann ganz gut. Dann schraubt man den da rein in den Rahmen und dann sieht es auch wieder gerade aus. Also schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke für dein Like, für dein Abo, für deinen Kommentar. Ich wünsche euch allen eine ganz wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit, macht euch ein Licht an, malt was Schönes, was Buntes oder ja, je nachdem, wie deine Stimmung ist. Wie gesagt, im neuen Buch wird es dazu was geben und das Buch ist darauf ausgelegt, eben auf deine innere Stimme zu gehen. Und ja, jetzt schon vielen Dank für eure Vorstellung. Ich freue mich total. Ich habe schon so viele Nachrichten bekommen. Also danke, dass ihr hier dabei seid. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit und einen ganz schönen Start ins neue Jahr. Mach's gut. Tschüss.